Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf der Lassisee mit dem Herrn Biermann zusammen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben in dem letzten Video versprochen, dass wir ein Auto zeigen werden, was einen sehr, sehr, sehr eindeutigen Einblick geben wird. Ne? Ja, Vorgeschmack. Vorgeschmack in die Endphilosophie für das Straßenfahrzeug von Hyundai. EV, erster NEV, und das ist unser Rolling Lab Auto, was schon einige Komponenten jetzt auch trägt vom Ioniq 5N. Den es geben wird. Ja, den es geben wird, der ist ja schon kommuniziert. Also das ist der RN22E. Genau. Basierend auf einem Ioniq 6. Aber ruhig Blut, denn das, was wir hier sehen, weil wo ich ihn vorhin gesehen habe, wo ich gekommen bin, war ich schon echt platt. Das hier ist alles sehr, 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 sehr breit. Ja, so wird das originale Auto dann nicht aussehen. Nein. Das ist weil ich habe Ioniq 6 noch nicht live gesehen. Nein, das ist ein Whitebody. Und als Rolling Lab haben wir ja da auch immer Möglichkeiten, unseren Fantasien freien Lauf zu geben. Die sind ja immer etwas wilder und so ist er halt auch wilder. Der ist sehr wild sogar. Ich finde auch die Außenspiegel Wahnsinn. Weil das ist alles, das ist aber alles Spielen, ne? Das ist alles Spiel, nicht so für die Straße Warum macht ihr das? Weil die meisten Hersteller fahren ja einfach, die nehmen einfach irgendeine Büchse und schmeißen die Technik rein und testen das dann. Warum macht ihr daraus so UFOs? Ja gut, das ist ja jetzt eben auch, ich sag mal, für die Vorkommunikation zum Ioniq 5N. Ne? Also, und dann haben die Designer sich das mal vorgenommen und gesagt, okay, und wir gehen ja nächstes Jahr auch in die ETCR mit dem Ioniq 6. Und gut, das ETCR-Auto wird noch wahrscheinlich breiter sein. Ja, das denke ich auch. Wenn du so überlegst, was beim Veloster N ETCR passiert ist, auch das Flügelwerk wahrscheinlich noch extremer. Und dann, ich sag mal, haben wir die Nähe dann ähnlich auch wie beim Veloster. Unser RM20 war ja nichts anderes als auch das ETCR-Rennauto auf die Straße zu bringen. Was braucht es, um dieses Rennauto, EV-Rennauto, straßentauglich zu machen? Ja. Und das ist so ein bisschen auch eben in die Richtung, so wenn wir jetzt ETCR machen nächstes Jahr mit dem Ioniq 6, okay, wie kann man sich das für die Straße vorstellen? Und das ist so eine Interpretation jetzt eben natürlich auch in der Ausprägung, was man jetzt von außen sieht, stark getrieben vom Design. Ja. Voll. Ja. Das Auto erstmal ist der Radstand groß, das Auto sieht sehr erwachsen aus, sieht ja wirklich, ich würde das vergleichen, wenn ich jetzt hier so stehe, würde ich sagen, das ist so in der Klasse wie so ein 5er BMW. Schon riesig. Also ein 3er ist es mit Sicherheit nicht. So vom Rad, das ist schon ein amtliches Auto. Der hat 2,95 Radstand, ist 5 cm kürzer als der Ioniq 5 vom Radstand. Kürzer? Ja, und der hat jetzt ein bisschen die Überhänge, siehst du ja hinten, raus. Das ist ein bisschen länger, das Auto ist jetzt knapp 5 Meter. Aber designtechnisch muss man euch das wirklich lassen, genauso wie bei ihm. Das entwickelt sich alles in eine sehr, sehr, sehr ansehnliche Richtung. Ne? Es gibt ja noch einen anderen großen Elektrohersteller für Autos, der das ja bekanntlicherweise, wie ich das jedes Mal sagen muss, einfach nicht hinkriegt, dass die Autos gut aussehen. Aber das sieht alles wirklich, weil das sieht ja wirklich krass aus. Ja. Das sieht wirklich, wirklich, wirklich gut aus. So, und jetzt habt ihr die Idee und die Philosophie, jetzt wollt ihr gucken, wie man in so einem Auto diese N-Philosophie, weil wir haben ja jetzt hier einen N-Fahrer bei uns. Ja. Wofür steht wenn du an deinen i30N denkst, Peter? Spaß, Emotionen, Sound, Zuverlässigkeit. Also ich muss sagen, der hält bei mir gut, gar keine Probleme mit dem Auto. Sportlichkeit, aber auch im Alltag funktioniert sehr super, gar keine Einschränkungen. Wie willst du diesen Kunden mit einem Elektrofahrzeug überzeugen? Am besten ist, wir fahren gleich mit dem Auto und dann kriegst du schon einige Antworten. Steigen ein? Ja. Los geht's. Ioniq 6? Ja, das haben sie aber auch irgendwie noch ein bisschen überarbeitet. Ja, aber im Prinzip so ähnlich kommt es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist schon eine Weile her, dass ich zuletzt Ioniq 6 gefahren habe. Das sieht richtig, richtig, richtig toll aus. Ja. Sehr clean. Das sieht wirklich, wirklich toll aus. Okay, was muss ich hier wieder drücken? Das ist ganz normal. Zündung und dann hier nach vorne zurück. Das ist ja praktisch auf Basis eGMP-Plattform. Okay. Also hier ist alles ganz normal. Bis auf die Schalensitze. Bis gleich. Na dann, viel Spaß. Haben wir. Okay. Und wir fangen jetzt erstmal normal an, im Normalmodus, das heißt ohne... Das ist Normalmodus? Also so ohne normales, ohne jetzt irgendwelche Schaltereien. Es gibt jetzt aber schon eben den Sound. Und wie viele verschiedene Soundarten gibt es? Im Moment haben wir nur eine hier in dem Auto zu zeigen. Und es geht
Warte mal, du hörst das glaube ich öfter, aber... Starke Rekuperation spüre ich und ich höre wirklich... Ich kann den Sound gar nicht beschreiben. Ist gefühlt wie so ein zweiblättriger großer Rotor. So, Ja, so ein, ich habe gesagt, wie ein verärgerter Tiger. ja. Angry Tiger. Ja, Dampfer der auch. Ja. Aber ist ja Wie klar. viel ist das hier? Der hat so knappe 600 PS. Allrad. Wie viel Reichweite hat das Auto jetzt hier? Reichweite, hat Reichweite. Wie? Ich sag mal knappe 400 Kilometer, sowas in der Richtung. Und der darf auf der Straße schon fahren hier, ne? Und dieser hat, glaube ich, keine Straßenzulassung, aber das Als Auto Prototyp? wäre als Prototyp auf die Straße zu kriegen, kein Problem. Weil wir fahren ja schon Ioniq 5N Prototypen die ganze Zeit. Das fühlt sich bei euch aber nochmal anders an irgendwie. Ja gut, wir mussten halt die Achse nicht verlängern, weil wir die Drehzahl der Motoren erhöht haben von 15.000 auf 21.000. Das heißt, die Achsenübersetzung muss nicht kurz werden, weil wir ja hohe Drehzahl im Motor haben. Ja. Das heißt, wir können richtig einen Drehmoment aus dem Stand haben, was für Beschleunigung gut ist, aber natürlich auch fürs Driften. Und wir können aber auch gleichzeitig 260 fahren, ja, weil unser Hairpin-Motor, der geht ja bis 21.000. Nee. Ja, aber Leistung kann ja eigentlich jeder. Ja. Ich weiß, aber das mit dem Sound und so, guck mal. Der Sound ist der Sound, das ist nicht das Getriebe, ne? Kein Gradverzahnes Getriebe, das ist ein normaler Antriebsstrang. ist vielleicht auch ein ganz bisschen die Zähne gerade. Switching Noise mit drin vom Inverter oder so ein bisschen Whining. Das kann schon sein, aber das züchten wir ja, solche Geräusche, wenn die lastäquivalent sind. Ne? Wenn du spürst von einem Heulgeräusch, von einem Elektromotor oder von einem Inverter, das einhergeht, wie viel Leistung du abrufst, dann ist das Sound. Und wenn das einfach nur Boot macht, dann ist das Noise. Ne? Und wenn das aber gut ist und dir Feedback gibt über den Lastzustand von deinem Motor, dann würde das den Endsound bereichern. Okay, stopp. Okay, was können wir jetzt noch? Was kannst du mir jetzt noch? Ich bin jetzt schon begeistert. Ich bin ein Kunde. Ich bin auf Profahrt. Du bist Verkäufer in einem Hyundai-Autohaus. Was gibst du mir jetzt noch an die Hand als Zukunftsversion, was das verändern kann? Gehen wir hier. Sportmod. So, jetzt machen wir. Jetzt rufen wir beide. So. Jetzt haben wir Sportmod. So, jetzt Gas geben. Jetzt rechtes Pedal. Jetzt rechtes Pedal ziehen. Rechtes ziehen. Linkes ziehen. Okay, jetzt sind wir daheim. Unterschied. Das ist geil, oder? Das waren jetzt 500 Meter fahren und ich denke jetzt schon, jetzt habe ich den Motor. Oder zumindest weil ich ein auch Getriebe. Intuitiv die Gänge ziehe. Und ich denke auch, es wäre eine andere Welle. Ja klar. Aber es ist derselbe. Peter, ich brauche dich mal bitte. Lass die Kamera mal hier. Ich will was mit dir machen. Die Kamera nehme ich so lange. Das war jetzt für mich, ist lange her, dass ich so eine Zukunftsfreude habe. Steig mal bitte ein. Bist du ready? Ich denke. Okay, wir sitzen in einem Auto. Das ist ein Elektroauto. Ja. Was ist der Sound erstmal? So? Im normalen Modus, ne? Also wenn du langsam losfährst, so hat es so ein bisschen was von einem V8. So. Ja. Aber irgendwie auch nicht. Irgendwie auch nicht. Also wenn dann Wie findest du es? Sehr geil. Wie findest du die Power? Ja, ist okay. Ich finde die Power Macht Spaß. richtig krass, weil Die Art und Weise, wie die aufkommt, irgendwie ist voll krass. okay, doch, das ist schnell. Das ist echt.
Normalmodus. Ja. Bei deinem Auto kennst du ja auch einen Sport Plus Modus, ne? Ja, genau. Ja, pass auf. In Endmodus. Ja, pass auf, jetzt gehe ich mal in den Endmodus. Bist du ready? Ja. Hey, wie viele Gänge hast du jetzt hier gerade? Die Megagänge weiß ich noch nicht. Ist das nur Spielerei oder macht das auch Sinn, das Schalten? Aber hör mal bitte. Und der Gang war ja auch gerade vorbei. Hast du gehört? Ja. Ja, das ist dieser Spaßfaktor, den du halt beim Rennen. Sag mal bitte was. Das ist genau das, was die Philosophie ist. Genau. Spaß haben, Emotionen. Jetzt Und ein er Elektroauto. sagt, hör mal beim Runterschalten. Hast du noch irgendwas zu sagen? Woher kommt dieses Säuseln? Das ist auch das. Das ist alles digital. Ja. Das ist alles digital. Ja. Und es ist eine Gangwelle. Das ist eine Gangwelle. Und der simuliert das alles. Der simuliert das alles. Und guck dir mal an, was das an emotionaler Aufladung bedeutet. Voll. Das ist so krass. Das ist ein richtiges. Was sagt der Enthusiast? Peter. Ich bin schwer beeindruckt. Ja, Also das ist nicht gedacht, dass du einem Elektrowagen so viel Emotionen da doch hervorrufen kannst durch so Schaltvorgänge, Klang. Durch Denken. Weil es ist dieselbe Gangwelle. Es ist und der in mir jetzt. Ich denke und ich habe gerade ausgedreht und dann dreht er auch nicht höher. Nee, das heißt, ich der muss schalten. Der hat einen Absteller. Ich muss schalten. Und dadurch passiert in dir etwas, dass du wirklich ziehen musst. Und dann im Kopf denkst du, das ist ein Gang. Und dann denkst du, das ist ein Motor. Und dann passiert das, was uns über ein Jahrhundert beigebracht wurde. Jetzt habe ich Power. Aber da kommen noch ein paar andere feine Geschichten. Mega. Ich habe eine Idee. Wir gehen mal eben zurück. Und ich will den Fabian einmal ganz kurz mitnehmen. Und den Jay, das ist ein Kollege aus England, den einmal mitnehmen. Ich will deren Reaktion sehen, wie die darauf reagieren, die Zukunft so zu fahren. Man kann ja sogar in Leerlauf Gas geben. Ja klar. Und der Klang ist gut. Das ist mega. Die Hände doch. I know that it's not planned, but I would like to show you guys the future of electric cars. Hi, nice to meet you. I'm John. John, hi, JP. I'm Eric. Hi, Eric. Nice to meet you. Hey, beauty. Hello, beautiful. You alright? Yeah, I would like to take you and you on a ride in this. Okay. Okay? Okay, let's do it then. Okay, first of all you and then you. All You right. ready? Yep. Oh, this is Jay. You've been in a few videos. We know you. Yeah. Brilliant German. Yeah. This is good. Das ist gut. So please, Oh, look at this. take a seat. Oh my god. It's not made for fat English guys, but Yeah, I know. You need to think about fat English guys. so it's not 100% the power thing. It is more the question of emotion. Okay? Right, yeah. Because what they're trying to do is they want to give because everybody's afraid if electric cars come, I will miss my so and so car, you know? Yeah, Because- for sure. Yeah. So I want to know, and don't play it. Don't play it. I want to know what you feel and what you think. Okay? Yep. What you drive here will be the future of the Ioniq 5N that will come next year. Right. So also the power will be like that. And something else that I will show you in a few seconds. So this. Okay? Can I swear or not?
you can. My Now, God. I want to show you something else now. So this is the normal mode, and in an N car you have the sport mode, right? Yeah. Okay, you ready for this? That was normal mode. Normal mode. Better grip. You ready? Yeah. Tell me exactly what you feel in that moment. My God. You're shifting. Yeah. So you're shifting. Yeah. It's incredible. It is, right? It just feels like a insanely fast car, just without the sound, obviously. But But it has sound. yeah, but what I mean is, it doesn't feel like an electric car, if you know what I mean. You don't feel feel the like, gears. yeah, you feel like Yeah, there's, right. there's I mean, something happening. Listen to this. You pull up somewhere and do this. Yeah, yeah, that's completely different to anything that I've ever. And then listen to this. Oh, that's brilliant. Is it? Yeah, that's quality. And that's very fast. That is by far the most ridiculous car I've ever been in. That's ridiculous. It is. It's insane. And I'm sweating. No, would you say that the future will work like that? I think That so. changes my mind about how I felt about electric cars up until this point. Yeah. I have a For me too. Yeah, a Tesla at home, never use it. Don't ever touch it. This, I would drive this. Yeah. Like, Because it gives you something. yeah, you have a feeling that Yeah. you're doing something and you can feel it, and it has Emotions. yeah, emotions. And Yeah. you're shaking a little bit. Yeah. I've never been that fast. No, you've Never. been. Never been that fast. No? No. Not from 0 to whatever that was, 100. Never that quickly. Okay. Okay, let's switch to the other guy. Thank you. Thank you for scaring me. No problem. So. Du fährst Tesla? Und er hat ja keinen Sound. Ja? So. Und Emotion hat er ja eigentlich null. Ja. Der hat ein cooles Bediending und so, ne? Das ist der Antriebsstrang, der so ungefähr in dem Ioniq 5N sein wird. Alter Schwede. Okay. Ja, Krass. Voll geil, Alter. so pass auf. Und was nervt bei manchen i30N-Fahrern immer, wenn die auf den Sportmodus gehen? Den machst du jetzt an. Ich mache jetzt Sportmodus an. Okay. Okay? Krass, Alter. Hör genau hin. Alter Schwede, ist das geil. Alter Schwede. Brutal. Hammer. Und willst du es besser mal sehen? Hä? Krass. Aber das ist immer noch ein Elektroauto, womit wir gerade fahren, oder? Brutal. Oder? Also du hast, Wie siehst du den Unterschied? du hast das Antriebskonzept, aber du hast den Druck vom Elektro, aber du verlierst ja voll das Gefühl für Genau. Elektro. Also, Und als Fahrer ist das Runterschalten, das Raufschalten. Und in dem Moment passiert's. aber macht der denn beim Fahren auch, also Ja, schaltet der richtig? Nein, oder das ist Eingang. Das ist nur, Alles- du fährst genauso wie vorher, sondern Genau wie vorher. wie das einen beeinflusst, nur dieses Geräusch, das ist exakt das gleiche Auto wie vorher. Ganz genau. Aber du verlierst voll das Gefühl, also du denkst keine Sekunde mehr dran, dass du im Elektroauto sitzt. Genau. Brutal. Und das kommt dann so Das ist so die in Idee. Serie. Herr Weber, wir müssen noch Tschüss sagen. Ich komme eben raus. Das ist lange her.
Das ist wirklich lange her, dass ich so beeindruckt war und es ist lange her, dass ich so was gefahren bin, was ich vorher noch nicht gefahren bin, was mich auch so beeindruckt hat und was mich so manipuliert hat und verändert hat in der Wahrnehmung von diesem ganzen Konzept Elektroauto. Wirklich ernsthaft, das ist wirklich geil. Ja, sehr schön. Wirklich geil. Also Beschleunigung, Fahrgefühl, emotionale Aufladung, wo ich auch immer, muss ich ganz ehrlich sagen, öfter mal Gedanken hatte, so, wo ich sagte, wie soll das gehen? Ne? Was soll da so passieren? Und dann habe ich auch ein paar Mal schon gedacht, Gänge wären geil. Aber Drehmoment ist natürlich hart für die Gänge, das große Getriebe, noch mehr Gewicht macht keinen Sinn. Aber so reicht es ja vollkommen aus. Weil es hat bei mir gedauert 20 Sekunden, dass ich dachte, okay, das ist mein Getriebe, hier schalte ich rauf, hier schalte ich runter. Aber da ist gar kein Getriebe. Nee. Es geht ja nur um den Fahrer zu involvieren. Und es reicht, es passiert. Ja, Feedback geben über Lautsprecher, Torque-Modifikationen, Schleppmomente erhöhen. Du arbeitest mit dem Auto wie mit einem Verbrenner, mit einem DCT. Du arbeitest mit dem Auto jetzt viel intensiver, engagierter und darum geht es ja bei Ihnen. Ja? Hätte ich so nicht erwartet. Vielen, vielen Dank. Ja, danke. Gerne. Tschüss. Tschüss. Ja, Kann man den querfahren? Ja, ne?